Herzlich willkommen zu Spotlight. Über die aktuelle Entwicklung des Biotechnologiesektors sprechen wir heute mit Dr. Daniel Kohler, Head Management Team BB Biotech. Hallo Daniel, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Die Biotech-Branche war in den vergangenen Jahren von starkem Wachstum geprägt. Aktuell zeigt sich der Aktienmarkt jedoch von der volatileren Seite und gab im dritten Quartal rund 10% nach. Was sind die Gründe hierfür? Also ich würde anfangen, dass zuerst mal der Biotech-Sektor weiterhin aus der fundamentalen Sicht sehr, sehr gut läuft. Wir haben hier ein tolles Momentum von Produktezulassungen, Umsatzwachstum und bei vielen Firmen auch schon Gewinnwachstum. Das, was beschrieben wird, ist eigentlich das Problem des Aktienmarktes, welcher die Sorgen bezüglich des amerikanischen Präsidentenwahlkampfes widerspiegelt. Im Moment gibt es das Ausscheidungsrennen bei den demokratischen Kandidaten, als auch Trump, der dementsprechend hier zu Buche schlägt. Themen, die immer und immer wieder auftauchen, sind zum Beispiel Gesundheit und Gesundheitsreform, weil Gesundheit weiterhin ein hoher Kostenblock ist im Bereich des amerikanischen gesamten Budgets. Die Thematik, die uns vor allem betrifft, dort sind dann Diskussionen bezüglich Medikamentenpreise, wie beispielsweise internationale Preisreferenzen, wie mögliche Preiskontrolle vom Staat getrieben. Viele dieser Themen aus unserer Sicht sind nur Wahlkampfversprechen und werden kaum oder nicht in dieser Form umsetzbar sein. Aber es reicht, dass die Aktienmärkte hier übervorsichtig regieren. Die Kapitalmärkte ziehen dem Biotech-Markt Kapital ab, was zu Druck führt, und dementsprechend gab es leider im dritten Quartal ein negatives Quartal im Bereich der Aktienperformance. Gab es Positionen, die hier besonders zu Buche geschlagen haben? Also gesamtheitlich betrachtet war das dritte Quartal für BB Biotech auch etwas schwieriger als sonst, weil wir eine Übergewichtung in kleineren und mittelgroßen Unternehmen haben. Negativ zu Buche hat auch der Darlehensgrad beigetragen, aber das in einem geringeren Maße. Und dann auf individueller Basis gab es natürlich auch den einen oder anderen Rückschlag oder Enttäuschung. Eine Firma beispielsweise Arjos, der es eigentlich sehr, sehr gut geht im Bereich des operativen Geschäftes. Aber hier belastet eigentlich die Sorge, dass die Firma sich in den nächsten 1-2 Jahren nochmal kapitalisieren muss, was im heutigen Umfeld einfach für überproportionalen Druck auf der Aktie oder zu überproportionalen Druck auf der Aktie führt. Es gab 2 weitere Unternehmen, die haben eher mit strategischen Entscheidungen oder Managemententscheidungen Fragen ausgelöst. Die eine Firma war Myovant, wo sich der Großaktionär Roivant überraschend von der Position verabschiedet hat. Die Transaktion wirft Fragen auf und ist weiterhin ungeklärt, hat zu zusätzlichem Druck geführt. Oder aber eine Firma wie beispielsweise Axea, wo der Hauptaktionär Ionis entschieden hat, das Top-Management-Team eigentlich überraschend komplett auszutauschen. Die Börse hat hier übervorsichtig reagiert im Sinne, dass man sagt, solange es keine Klarheit gibt, verabschieden wir uns lieber aus diesen Aktien, als weiterhin daran teilzunehmen. Und gab es Positionen, die positiv zur Performance beigetragen haben? Absolut, da gab es sehr erfreuliche Nachrichten, auch wiederum von mehreren Unternehmungen. Das erste war Alder oder die Firma Alder, die von Lundbeck eine Übernahmeofferte von ungefähr 2 Milliarden US-Dollar erhalten hat. Das hat dazu geführt, dass sich die Aktie fast verdoppelt hat von dem Anfangswert des dritten Quartales, wo die Aktie um ca. $10 gehandelt hat. Die 2 anderen Unternehmen waren eher auf der operativen Seite erfolgreich. Neurocrine, eine von unseren größten Positionen, Top 3 Positionen, hat mit extrem starken Zweitquartalszahlen in dem Sinne aufgewartet während dem dritten Quartale, hat $180 Millionen Umsatz vermeldet für Ingrezza. Dieses Medikament läuft weiterhin sehr, sehr stark und hat dazu geführt, dass die Aktie von Neurocrine dann dementsprechend positiv auf diese 2 Quartalsumsatzzahlen reagiert hat. BB Biotech befindet sich ja seit dem letzten Jahr in einem strategischen Transformationsprozess weg von Large Caps hin zu Small- und Mid Caps. Was sind die Ziele und wo steht ihr da aktuell?
Das Ziel für uns ist klar, Baby Biotech setzt über seine Anlagepolitik auf überproportionales Umsatzwachstum. Dieses überproportionale Umsatzwachstum können wir nur erzielen, indem dass wir auf immer wiederkehrend neue Firmen setzen, die die nächsten innovativen Produkte in der Entwicklung haben, zur Zulassung bringen und an den Markt oder am Markt vertreiben werden. Für uns schließt sich ein Zeitzyklus etwas ab, im Sinne, dass unsere Evergreens, wie ich sie nenne, das sind unsere langfristigen Positionen wie eine Novo Nordisk, wie eine Actelion, die vor 2 Jahren verkauft wurde über die Übernahme von J&J. Jetzt auch noch zum Abschluss Celgene und Gilead als letzte Position von dieser Kategorie im Portfolio vertreten sind. Dort realisieren wir die letzten Gewinne und investieren diese Gewinne dann dementsprechend in die nächste Generation von vielversprechenden Biotech-Unternehmen. Dieser Prozess ist fast vollständig abgeschlossen, mit der Ausnahme von Celgene und Gilead. Und in diesem Quartal haben wir in dem Sinne nur noch eine neue Position aufgenommen, das war die Arvinas, die Medikamente entwickelt im Bereich Krebs. Auch wiederum eine neuere, kleinere Unternehmen mit 500 bis 750 Millionen Kapitalisierung, die wir hier neu ins Portfolio aufgenommen haben. Nochmals zurück zur Small- und Mid-Cap-Positionierung. Wird das Portfolio dadurch nicht risikobehafteter? Nein, aus unserer Sicht nicht. Natürlich sind die einzelnen kleinen und mittelgroßen Unternehmungen mit mehr Risiken verbunden als jetzt die Large Caps, die schon höchst profitabel und etabliert sind. Für uns wichtig ist aber, oder für die Aktionäre von Baby Biotech ganz wichtig zu wissen ist, dass die heutigen großen Positionen im Portfolio alle auch wiederum schon Produkte am Markt haben, viele davon profitabel sind. Das heißt, neue Positionen im kleineren und mittelgroß kapitalisierten Bereich werden zwischen 0,5 bis 1, maximal 2% ins Portfolio aufgenommen oder mit einer Gewichtung von 1 bis 2% im Portfolio aufgenommen. Das heißt, die kleineren Positionen, die etwas höhere Risiken tragen, sind dementsprechend klein wiedergespiegelt im Portfolio, währenddem die großen Positionen, die Firmen haben oder sind heutzutage alle schon profitabel und haben mehrere Produkte am Markt. Also da fühlen wir uns eigentlich sehr wohl, dass wir hier mit einem sehr guten Risiko-Rendite-Profil agieren können für unsere Aktionäre. Mit Blick nach vorne, was erwartest du noch bis Ende Jahr? Also im 4. Quartal erwarten wir weiterhin viele wichtige Meilensteine. Einerseits für die Firma Alexion, wo das Produkt Ultomiris weitere Zulassungen bekommen soll. Die zweite Unternehmung ist Intra-Cellular. Wir warten für ein Produkt oder ein wichtiges Produkt für die Schizophrenie, die mögliche Produktezulassung im 4. Quartal. Aber noch wichtiger sind dann eigentlich klinische Meilensteine. Hier möchte ich 2 erwähnen. Das eine ist die Firma Halozyme, wo wir mit einem neuartigen Verfahren möglicherweise eine neue Produktevariante oder in dem Sinne Therapiemöglichkeit für Pankreaspatienten haben werden, wenn im 4. Quartal dann die Daten positiv auslesen werden. Und eigentlich die wichtigste Nachricht sicherlich im Bereich des Einschlags oder Wichtigkeit fürs Portfolio aus unserer Einschätzung wird sein, die Unternehmung Sage, wo wichtige Daten oder Phase 3 Zulassungsstudien mit Daten anstehen im Bereich der Behandlung für die Major Depression Disorder, also für die mittel- bis schwerwiegende Depressionserkrankung, wo es dementsprechend einen neuen Weg der Therapie geben könnte und ein enormer Markt oder ein enormes Marktpotenzial für die Firma Sage dadurch entstehen könnte. Also wir sind positiv. Die Frage ist sicherlich, wie der Markt sich weiterhin verhalten wird aus politischer Lage oder Großwetterlage, aber aus dem inhaltlichen Bereich und vor allem im Bereich der tiefen Bewertungen oder der höchst attraktiven Bewertungen, die wir im Biotech-Markt sehen. Wir können nicht damit rechnen, aber ich wäre auch weiterhin nicht erstaunt, wenn es die ein oder andere zusätzliche Übernahme im Sektor, vielleicht auch sogar in unserem Portfolio gäbe. Herzlichen Dank für deine spannenden Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.